Es hat jetzt das Wort der Kollege Dr. Gregor Gysi. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Zunächst noch ein Wort an den Abgeordneten Hans-Dietrich Genscher. Sicherlich sind die politischen Unterschiede zwischen uns beiden, aber vor allem auch zwischen der Gruppe der PDS und der Fraktion der FDP und den dahinterstehenden Parteien gewaltig, insbesondere wenn ich an die Wirtschafts- und Finanzpolitik denke. Das ändert aber nichts daran, dass wir diese Gelegenheit Ihrer Abschiedsrede im Bundestag nutzen möchten, um Ihnen unseren Respekt für Ihre Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten sowohl im Bundestag als auch in der Bundesregierung zum Ausdruck zu bringen. Es war hier viel die Rede von europäischer Integration, und zweifellos ist die Einigung Europas ein großes politisches Ziel. Ich erinnere mich an die Tage, als die Mauer fiel, als die Diskussion um die Herstellung der deutschen Einheit begann und als die bange Frage gestellt wurde: Was wird das nun? Wird das ein deutsches Europa oder wird es ein europäisches Deutschland? Und diese Frage hat damals ja nicht nur die Außenpolitikerinnen und Außenpolitiker in diesem Land und in anderen Ländern bewegt, sondern viele Menschen. Die Frage, die sich heute bei der heutigen Debatte ergibt, ist meines Erachtens eine andere. Wie kommt man zu einer europäischen Integration? Kommt man tatsächlich zu einer europäischen Integration, indem man ein Europa der Banken schafft? Oder käme man nicht viel eher zu einer europäischen Integration, wenn man über den Weg der Kultur, wenn man über den Weg der Chancengleichheit in den Gesellschaften, wenn man über den Weg der Angleichungsprozesse und das Ziel der sozialen Gerechtigkeit ein solches Europa integriert? Und das ist unsere grundsätzliche Kritik an dem Vorhaben, über das es heute hier zu beschließen geht. Man kann einen Kontinent nicht über Geld einen. Das hat noch nie in der Geschichte funktioniert und das wird auch hier nicht funktionieren. Sie, Herr Genscher, haben vor allem davor gewarnt, dass es schlimme Folgen hätte, wenn die Europäische Währungsunion scheitern würde. Ich behaupte, sie kann auch scheitern, wenn man sie einführt, nämlich dann, wenn die Voraussetzungen nicht stimmen. Und darüber müsste nachgedacht und, wie ich finde, auch länger diskutiert werden. Ich sage, im Augenblick wird das ein Europa für erfolgreiche für erfolgreiche Exportkonzerne, für Banken, vielleicht noch für große Versicherungen. Es wird kein Europa für kleine und mittelständische Unternehmen, kein Europa für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, kein Europa für Gewerkschaftsbewegungen und auch kein Europa für die sozial Schwächsten in den Gesellschaften der Teilnehmerländer. Wie verhält sich denn Deutschland zu diesem wirklichen europäischen Integrationsprozess? Ist es nicht so, dass auch unter Kritik der FDP hier vor kurzem durch die Union abgelehnt wurde, auch nur den Kindern von Menschen, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben und deren Eltern noch eine andere Staatsangehörigkeit haben, eine deutsche Staatsangehörigkeit zu gewähren? Wer dazu Nein sagt, will doch gar keine Integration, zumindest nicht auf dieser kulturellen, auf dieser menschlichen Ebene, auf die es in diesem Zusammenhang ankäme. Ich weise darauf hin, dass es die Bundesregierung war, die mit Vehemenz den Euro fordert und fördert und es gleichzeitig ablehnte, europapolitisch die Arbeitslosigkeit anzugehen. Wer aber nicht europäisch Arbeitslosigkeit bekämpfen will, von dem behaupte ich, dass der Integrationswille eben nur auf einer Strecke ausgebildet ist, auf der Strecke des Geldes, aber nicht auf der Strecke der sozialen Frage, wo sie so wichtig wäre. Und wir alle wissen, dass wir es mit sehr ernstzunehmenden, auch rechtsextremistischen Erscheinungen in unserer Gesellschaft zu tun haben. Dass Rassismus zunimmt, dass zum Beispiel auch das Ansehen rechtsextremistischer Parteien in einem Land wie Sachsen-Anhalt leider zunimmt. Das alles macht uns große Sorgen. Und da sage ich, ist eine richtige, eine die Menschen mitnehmende, sie an ihren sozialen Interessen anknüpfende europäische Integrationspolitik entscheidend. Wenn man sie unter falschen Voraussetzungen macht, dann wird das
der Keim zu einem neuen Nationalismus und damit auch zu steigendem Rassismus sein. Das ist unsere große Sorge, die wir hier formulieren wollen. Hier ist gesagt worden, dass es ohne Euro keinen Abbau von Arbeitslosigkeit geben wird in Europa. Also das verstehe ich ja nun überhaupt nicht. Täglich wird uns hier erzählt, dass in bestimmten europäischen Ländern Arbeitslosigkeit durch verschiedenste Maßnahmen erfolgreich abgebaut wurde, ohne dass es den Euro gab. Ich halte es immer für gefährlich, wenn scheinbar zwingende Zusammenhänge hergestellt werden, die in Wirklichkeit nicht existieren, nur um ein anderes Ziel damit begründen und durchsetzen zu können. Im Gegenteil, der Euro bietet nämlich auch sehr viele Gefahren für Arbeitsplätze und es bringt uns